herzlich willkommen auf meinem ASMR-Kanal. Heute werde ich wirklich viel über mich selbst erzählen, weil ihr so viele Fragen mir geschrieben habt in Instagram und unter meinem letzten Video. Also möchte ich euch sehr dafür bedanken. Aber ich muss euch warnen, dass es wahrscheinlich nicht auf alle Fragen eine Antwort gegeben wird, weil es zu viel für ein Video ist und noch es viele ähnliche Fragen gab. Also seid bitte nicht enttäuscht. Und jetzt lasst uns keine Zeit verlieren und mit den Fragen anfangen. Die erste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 25 Jahre alt. Frage Nummer 2. Was ist dein Lieblingsessen? Lieblingsessen. Ich mag gesundes Essen. Sehr von allem. Gemüse und Obst. Auch verschiedene Arten von Käse und noch Meeresfrüchte. Übrigens esse ich seit fast 7 Jahren kein Fleisch mehr. Ja, die Frage Nummer 3 oder so für Deutsch. Ja. Wie bist du zu ASMR gekommen? Das ist eine interessante Frage. Und ehrlich gesagt ist es eine sehr persönliche Geschichte. Aber ich versuche es zu erzählen. Seit meiner Teenagerzeit habe ich einige Probleme mit erhöhter Angst und sogar depressiven Zustände. Existenzielle Fragen beunruhigen mich sehr. Also jetzt ist nicht so intensiv, aber damals das war wirklich schlimm, so dass ich oft unter Schlaflosigkeit leide. Und als ich ungefähr 20 Jahre alt war, suche ich einen Arzt aus und unter anderem hat er mir ASMR empfehlen, vor dem Schlafengehen anzuschauen. Und das hat mir wirklich gefallen und wirklich geholfen. Ich war
sein Vater, also Vater von meinem Freund, er hat eine Wohnung und diese Wohnung hat frei geworden oder ist frei geworden. Egal. Also, und seine Eltern haben uns vorgeschlagen, in diese Wohnung umzuziehen, um nicht andere Mieter auszusuchen. Ja, wir haben diese Idee sehr, sehr schön gefunden. Und jetzt, wir sind da und ich bin sehr, sehr zufrieden hier. Frage Nummer 5. Hast du noch Familie hier in Deutschland? Nein, ich habe hier in Deutschland leider keine Verwandten. Sie haben sich alle entschieden, zu Hause zu bleiben. Frage Nummer 6. Fährst du noch in die Ukraine, um Familie und Freunde zu besuchen? Nein, ich fahre nicht in die Ukraine. Nicht nur, weil das sehr gefährlich ist, sondern auch, weil meine Zuhause und meine Familie auch in Lugansk Region befindet, die derzeit mit Russland besetzt ist. Jetzt ein schwieriges Thema für mich, aber vorletztes Jahr war ich nach Wien, weil dort meine Tante lebt. Und noch in Serbien habe ich eine Cousine. Aber ja, das ist leider alles, was ich mir jetzt leisten kann. Also gehen wir weiter. Die Frage Nummer 7. Was gefällt dir gut in Deutschland und was gefällt dir nicht so gut? In Deutschland gefällt mir, dass ich mich sicher fühle und fühle, dass ich die Zukunft habe, weil Deutschland sehr hilft und sehr unterstützt. Und wenn wir über alltägliche Dinge sprechen, dann gefällt mir natürlich vieles. Zum Beispiel bin ich begeistert von der Möglichkeit, Müll zu trennen. Ja, dass es eine Pflicht ist, insbesondere deshalb, weil es an öffentlichen Orten im Vergleich zu anderen Ländern so sauber ist. Das ist alles gesunde Disziplin. Noch mag ich die Natur hier im Süden Deutschland. Es gibt hier so viele schöne Bäume, wunderschöne Gärten, so viele Tiere, die ich niemals außerhalb eines Zoos gesehen habe. Zum Beispiel Adler oder sogar Rehe. Ja, ich bin jedes Mal so begeistert, als ich einen Tier beobachte. Und die meisten Menschen sind sehr freundlich, offen und bereit zu helfen. Was mir nicht gefällt, dass es so viele bürokratische Momente gibt. Endlose Formulare, endlose Briefe und so weiter. Das bringt mir wirklich viel Stress. Kann sein, dass es nur, weil ich nicht so hohe Deutschniveau habe. Aber ich glaube, dass sogar für Deutsche das nicht so einfach ist, immer verstehen, was sie dort meinen, was sie sagen wollen mit diesen sehr
sehr formelle Sprache. Und was noch mir nicht so gefällt, dass alle Dienstleistungen sehr, sehr teuer sind. Zum Beispiel Taxi oder Lieferung für das Essen. Das ist schon klar, warum das alles so teuer ist. Wegen der Arbeitskräfte. Aber ja, das ist nicht so angenehm. Bei uns ist es zum Beispiel so, dass du einfach dein Handy nimmst und ein Taxi in ein paar Minuten schon da und fährt dich für nicht so viel Geld nach Hause oder irgendwo hin, keine Ahnung. Ja, aber hier ist es ganz anderes. Ich glaube, dass ich habe noch niemals ein Taxi hier in Deutschland bestellt, weil das ist ganz, ganz, ganz andere Situation ist. Ja, und für Deutsche wahrscheinlich, das ist sogar schwer zu verstehen. Das sind so Luxusprobleme. Aber in der Ukraine, das ist nicht Luxus, das ist einfach Möglichkeit, schneller zur Arbeit zu kommen, wenn es ein S-Bahn fällt aus. Ja, aber hier ist es ganz anders. Aber das ist nichts Schlimmes. Also Frage Nummer 8. Welche Musikrichtungen hörst du am liebsten? Ich bin ein Musikliebhaber. Ich höre einfach alles. Aber ich mag nicht so diese Popmusik. Am liebsten höre ich die Musik, die ich verstehen kann. Also worüber da geht's. Aber wenn ich verstehe nichts, wenn es okay, Deutsch verstehe ich schon okay. Aber wenn das Englisch, ja, ich kenne kein Englisch, dann muss dieses Lied definitiv mitreißend sein. Etwas von Reggaeton zum Beispiel. Ja. Frage Nummer 9. Traumberuf als Kind. Ich tanze sehr lange. Als ich 5 Jahre alt war, habe ich mit Tanzen angefangen. Und ich wollte also Tanzlehrerin sein. Aber etwas hat schief gelaufen. Die Frage Nummer 10. Welche Sportarten magst du? Wie ich bereits gesagt habe, mag ich tanzen, auch Yoga und noch mit einem Subboard schwimmen. Die Frage Nummer 11. Was ist dein Lieblingsnachspeise? Nachspeise. Dessert. Ich liebe sehr französische Eclairs. Und noch Rhumbaba. Rhumbaba. Hoffentlich habt ihr das schon mal probiert. Und ich verehre noch gesalzene Karamell. Oh yeah. Und noch weiße Schokolade. Ja, das mag ich. Die Frage Nummer 12. Welche war dein Lieblingsfach in der Schule? Ja. In der Schule liebe ich Literatur und Psychologie. Die Frage Nummer 13. Was ist dein Lieblingsfach
essen. Griechischen Tintenfisch zum Beispiel. Oh ja. Also Frage Nummer 14. Welche Jahreszeit magst du am liebsten? Jede Jahreszeit ist besonders, natürlich. Aber ich mag sehr das Ende des Frühlings und den Anfang des Herbstes. Aber der Sommer ist natürlich wie ein eigenes Leben. Im Sommer passiert immer etwas Schönes und Unvergessliches. Also, dann glaube ich, der Sommer ist mein Lieblingsjahreszeit. Jetzt die Frage Nummer 15. Was vermisst du hier in Deutschland, das es in der Ukraine gibt, aber nicht in Deutschland? Menschen, natürlich Menschen, die mich mein ganzes Leben oder die Hälfte meines Lebens kennen und mit mir in meiner Muttersprache sprechen. Und noch kleine Supermärkte neben dem jeden Haus. Das war sehr, sehr praktisch. Hier musst du immer zu einem großen Supermarkt fahren, zum Beispiel Lidl, Kaufland und so weiter und so fort. Aber bei uns ist es so, dass du ganz einfach aus dem Haus gehen und gleich kaufen, was du willst. In ein paar Meter. Frage Nummer 16. Liest du gerne? Was war das letzte gute Buch, das du gelesen hast? In letzter Zeit lese ich nicht so oft, weil ich mich auf die deutsche Sprache konzentriere. Aber früher, ich habe ziemlich viel gelesen und mein letztes Lieblingsbuch war von, ich weiß nicht, wie das genau auf Deutsch ist. Ich muss es googeln, glaube ich. Ja. Hier. Von Henry David Thoreau. Das heißt Walden oder Leben in den Wäldern. Schreib in den Kommentaren, wenn du auch dieses Buch gelesen hast. Frage Nummer 17. Was sind deine Lieblings-ASMR-Triggers? Ich liebe einen sogenannten Katzengeräusch sehr, aber ich kann das nicht so gut machen. Ich probiere es aber mal. Und noch was.
Also diese Bürste mag ich wirklich sehr. Manchmal, genau deswegen, bin ich so lange in Badewanne. Ich gucke einfach, wie das aussieht. Ist das komisch? Frage Nummer 18. Bist du introvertiert oder extrovertiert? Ich denke, dass ich eher introvertiert bin. Ich mag Menschen, aber manchmal werde ich einfach müde von der Kommunikation. Und dann brauche ich einige Zeit, um sich zu erholen und wieder Lust zu bekommen, mit jemandem auszugehen oder ja sowas. Also weiter. Die Frage Nummer 19. Lieblingsfarbe. Grün. Punkt. Oder verschiedene Kombinationen von Pastellfarben, so leicht helle Farbe, auch grün mit Rose oder mit Lila, ja, sowas, gelb, alle Farben sind schön, aber grün ist am schönsten Farbe. Die Frage Nummer 20. Lieblingstier. Ich mag Hunde sehr. Ich hatte einen Hund. Leider, sie ist in der Ukraine geblieben. Aber mein Vater kümmert sich um sie. Sonst mag ich noch Affen und, wie sagt das, Nagetiere. Ich hatte eine sehr schlaue Ratte zum Beispiel namens Josik. Die Frage Nummer 21. Wie lange wohnst du schon in Deutschland? Ich lebe hier seit April 2022, also schon über 2 Jahre. Die Frage Nummer 22. Hey, wirst du irgendwann ein Rauch-ASMR machen, zum Beispiel mit normalen Zigaretten oder einem Vape? Ich denke nicht. Nein. Weil das zumindest auf YouTube nicht erlaubt ist. Und ich glaube, dass es nicht so gesund ist. Aber ASMR, das ist doch über den gesunden emotionellen Zustand. Und vielleicht jemand wird aufhören zu rauchen. Und ich will einfach sogar nicht diese Menschen provozieren. Und jetzt die letzte Frage. Passieren dir öfter Dinge, also Patzer, so dass du ein Video nochmal machen musstest? Oh ja, nicht, dass ich es nochmal aufnehmen musste, aber zum Beispiel, es war eine lustige Situation. Früher, als mein Kanal noch Glühwürmchen hieß, wollte ich ein Video aufzunehmen, in dem ich saure Glühwürmchen-Gummis esse. Aber
etwas, was mir stört, ein Video aufzunehmen. Deswegen muss ich noch mal etwas wiederholen. Zum Beispiel das Auto viel zu laut fährt oder das Flugzeug zu laut fliegt oder mein Magen knurrt oder ich habe einfach alle deutschen Worte vergessen. So etwas. Ich habe übrigens jetzt eine Idee bekommen. Schreibt in den Kommentaren, falls das eine gute Idee ist. Ich kann ein Video zum Jahrestag unseres Kanals machen, in dem ich alle diese Momente fühlen werde. Alle diese lustigen Situationen, wie mir etwas stört. Glaubt mir, das kann sehr lustig sein. Also, jetzt erwarte ich von euch Unterstützung mit dieser Idee. Ich glaube, dass dieses Video zu Ende geht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Erholt euch gut, entspannt euch, schlaft